Salam alaikum, ihr Lieben! Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir gefüllte Paprika in Tomatensauce kochen. Ein sehr leckeres Gericht und auch relativ einfach herzustellen. Meine Tochter liebt dieses Gericht, weshalb ich es für sie hergestellt habe und daher auch nicht darauf geachtet habe, ob es ketogen ist. Trotzdem könnte man es genauso gut ketogen herstellen, das werde ich euch dann im Video mitteilen. Zuallererst werden wir hier jetzt diese grünen Paprika vom Türken bearbeiten, und zwar oben den Deckel abschneiden, auf diese Weise, und dann das Gehäuse entfernen, indem wir es einfach von dem Deckel oben abschneiden und dann den Deckel wieder zurückgeben. Und dann verfahren wir mit allen anderen Paprika ebenso. Die türkischen Paprika eignen sich am besten für dieses Gericht, aber man könnte natürlich auch ganz normale grüne Paprika vom Aldi zum Beispiel verwenden. Jetzt werden wir die Füllung zubereiten. Und dazu geben wir eine gehackte Bio-Zwiebel hier in den Wok oder in eine Pfanne und braten diese in etwas nativem Kokosöl so lange an, bis sie glasig sind, und dann kommt auch schon das Bio-Hackfleisch vom Rind hinzu und wird so lange mitgebraten, bis dieses braun sein wird. Und auch hier möchte ich empfehlen, immer nur das Bio-Fleisch zu verwenden, denn der Mensch isst, was er isst. Es ist daher entscheidend für unsere Gesundheit, ob wir das Fleisch von kranken Tieren aus der Massentierhaltung essen oder qualitativ hochwertiges Fleisch von artgerecht gehaltenen, gesunden Biotieren. Sobald das Fleisch schon braun ist, geben wir folgende Gewürze hinzu: Himalaya-Salz, Kurkuma, Oregano und meine selbstgemachte Gemüsebrühe. Die grüne Farbe bei der Gemüsebrühe kommt daher, dass ich sie seit neuestem aus dem Trester meiner grünen Gemüsesäfte herstelle. Mein Video zu diesen grünen Säften verlinke ich euch hier oben nochmal. Wie wir gesehen haben, kommen noch frisch gestoßener schwarzer Pfeffer und eben ein Esslöffel Bio-Tomatenmark hinzu. Die Gewürze werden kurz noch mit angebraten und dann löschen wir das kurz mit etwas Wasser ab, damit nichts anbrennt, und sobald dieses Wasser wieder verdampft ist, werden wir dann den Herd schon mal abstellen, und dann kommt als nächstes der Reis hinzu und dann ist die Füllung auch bald schon fertig. Ich habe jetzt hier vorgekochten, kalten Vollkornreis vom Vortag benutzt. Wer das Gericht aber ketogen halten möchte, könnte einfach Shirataki-Reis nehmen. Und wie man den zubereitet, damit er richtig lecker nach normalem Reis schmeckt und nicht so gummiartig, dieses Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Die Füllung stellen wir jetzt erstmal zur Seite und jetzt wenden wir uns der Tomatensauce zu. Dazu gebe ich meine gefrorene, vorher gekochte Tomatensauce in den Topf. Und wie man diese Tomatensauce kocht, das Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal. Ich habe jetzt hier die Tomatensauce mit meiner Knochenbrühe gestreckt. Mein Video zur gesunden Knochenbrühe und wie man diese herstellt, das verlinke ich euch hier oben auch nochmal. Dadurch wird dieses Gericht nochmal um ein Vielfaches gesünder. Jetzt werden wir die vorher ausgehöhlten Paprika hier mit der Füllung versehen, die inzwischen schon kalt geworden ist. Und dazu geben wir dann einfach von dieser Füllung so viel in diese Paprika, bis sie eben komplett ausgefüllt ist. Also man muss keinen Platz oben freilassen, weil der Reis ja schon vorgekocht wurde und sich also nicht mehr ausweiten muss. Deswegen werden wir die Paprika bis oben hin füllen und dann mit dem Deckel abschließen. Wichtig ist, dass die Füllung jeweils in jeder Paprika gut angedrückt wird. Dadurch wird dann auch verhindert, dass hinterher die Füllung beim Kochen herausfallen kann. Sobald alle Paprika dann gefüllt sind, geben wir sie jetzt hier in die Tomatensauce, die mit der Knochenbrühe eben gestreckt wurde. Da die gesunde Knochenbrühe ihren eigenen leckeren Geschmack mitbringt, ergibt die Kombination mit der Tomatensauce und den Paprika, die darin jetzt gekocht werden, einen ganz besonders leckeren Geschmack. Wir bringen die Tomatensauce jetzt zum Kochen, und sobald sie kocht, werden wir den Deckel drauf geben und das Ganze auf kleinster Flamme so lange köcheln lassen, bis die Paprika gar sein werden. Das erkennt man dann schon an ihrer Farbe. Sobald die grasgrüne Farbe der Paprika verschwunden ist und sie jetzt so aussehen wie hier, sind sie meistens schon gar. Während des Kochvorgangs sollte man sie immer ab und zu einmal wenden. Selbst wenn der Deckel abfällt während des Kochvorgangs, was meistens passiert, ist das nicht schlimm, weil die Füllung nicht herausfallen kann. Denn der Reis darin dehnt sich doch immer beim Kochen noch ein weiteres Mal aus, sodass die Füllung in den Paprika fest und sicher versiegelt wird. Man könnte dann diese köstlichen gefüllten Paprika zusammen mit der Soße allein so verzehren oder sie zusammen noch mit etwas Reis konsumieren. Und wie gesagt, um das Ganze ketogen zu halten, was ich immer empfehlen möchte, wäre es zu empfehlen, den Shirataki-Reis vorher eben ganz trocken zu braten und dann in die Füllung mit hineinzugeben.
Denn der Shirataki-Reis ist nicht nur frei von Kohlenhydraten, er hat auch noch gesundheitlichen Nutzen. Denn der Cognac-Reis ist nicht nur hochbasisch, sondern hat auch eine glykämische Last von 0 und ist reich an löslichen Ballaststoffen, sodass für eine optimale Verdauung gesorgt wird. Ja, damit ist dieses leckere Gericht auch schon fertig zubereitet. Wir sehen, wie einfach man das herstellen kann. Und wir sehen auch wieder einmal, wie vielseitig man die gesunde, leckere Knochenbrühe einsetzen kann, dass man sie in fast jedes Gericht mit hineingeben kann. Und dass ein Gericht durch sie nicht nur aufgepeppt wird, sondern um ein Vielfaches gesünder wird. Schaut euch daher mein Video zur Knochenbrühe unbedingt noch einmal an. Ja, damit ist dieses Video beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.